Okay, dieses Mal nehme ich euch mit nach Nairobi. Als ich hier gelebt habe, habe ich ja, wie ich in meinem Nairobi Diary Video erzählt habe, fast nichts von der Stadt und meinem Leben hier gefilmt. Aber jetzt wollte ich die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, um ein paar Momente festzuhalten. Orte, an denen ich oft bin, Essen, Erinnerungen und ein bisschen zum Reisen und zum Auswandern erzählen. Mit dem Unterschied, dass mein Lebensmittelpunkt seit letztem Jahr ja nicht mehr hier ist. Und deshalb ist dieser Moment auch für mich was ganz Besonderes, weil ich merke, wie es sich anfühlt, zu Besuch an einen Ort zurückzukommen, der 3,5 Jahre mein Zuhause war. Das fühlt sich komplett vertraut an und aber auch irgendwie neu und frisch. Ich merke, dass ich die ganzen Kleinigkeiten, an die ich mich mit der Zeit fast schon gewöhnt habe, dadurch besonders beachte und schätze und Nairobi echt vermisst habe. Zeit in Kombination mit Abstand bringt irgendwie auch schon in sehr kurzer Zeit ganz viel in Perspektive. Also ich schaue zum Beispiel auf viele Erlebnisse und Kapitel, die ich hier hatte, nochmal mit neuen Augen zurück. Ich habe viele DMs von euch gelesen, in denen ihr mich nach Empfehlungen gefragt habt. Und weil Tourismus an sich, so wie wir ihn vor allem als Deutsche kennen und ganz besonders in Kenia, bis heute koloniale Züge hat, finde ich, ist ein Besuch in der Stadt wie Nairobi der perfekte Anlass, die Geschichte so ein bisschen zu checken, vor allem auch vom deutschen Handeln in Kenia oder wie der Stadtteil Karen zu seinem Namen kam, was die großen Naturschutzgebiete, also Conservancies, wo die ganzen Safaris stattfinden, mit Landbesitz zu tun haben, welche inspirierenden Proteste seit vorletztem Jahr, also 2024, hier laufen. Und auch, wer gerade in der Präsidentschaftswahl kandidiert, finde ich, gehört in jeden Travel Guide mit rein, um ein bisschen mehr von der Stadt kennenzulernen, als nur die schönsten Unterkünfte, die besten Restaurants und Erlebnisse. Nach meinem letzten Video, Lichtblicke an kalten Orten, haben mir nochmal viele von euch geschrieben und erzählt, dass sie gerade echt umso mehr in ein anderes Land ziehen möchten. Und ich glaube, praktische Tipps dafür sind so leicht zu finden und die meisten von euch haben ja auch einen Pass, mit denen euch die Welt echt sehr offen steht. Deshalb habe ich eher das Gefühl zu sagen, dass ein Ort, den andere vielleicht gerade echt lieben und feiern, vielleicht für dich individuell gar nicht wirklich in Harmonie mit deinem Weg ist und deiner Seele. Das ist das eine. Und dann ist da noch dein automatischer Platz in strukturellen Machtverhältnissen, die dann vor Ort je nachdem eine gesellschaftliche Schieflage verschlechtern können oder zumindest gleich halten. Das hört sich jetzt abstrakter an, als es ist. Damit meine ich zum Beispiel Gentrifizierung. Das, um zu sagen, ich glaube, je mehr du darüber weißt und sensibler für die Themen bist, desto besser. Und guck gerne mal durch die Links in der Videobeschreibung. Das fühlt sich nostalgisch an, durch die alten Viertel zu laufen, in denen ich gewohnt habe. Und es ist krass, immer noch zu sehen, wie schnell eine neue Mall, ein neues Hochhaus nach dem anderen hochgezogen ist. Was, wie ihr euch denken könnt, eher bitteren Beigeschmack und Hintergrund hat. Hier bin ich zum Beispiel an einem Apartment vorbeigelaufen, in dem ich mal gewohnt habe. Und es war krass zu sehen, wie anders die Straße jetzt schon aussieht. Oder hier von der Baustelle habe ich mal erzählt. Da ist das Häuschen, in dem ich war, jetzt komplett von Hochhäusern umzogen. Und in der Straße, wo ich zuletzt gewohnt habe, steht jetzt auf der Ecke eine neue Mall und eine Tankstelle. So krass, du blinzelst einmal und die Straße sieht anders aus. Naja, in manchen Vierteln mehr als in anderen, in denen mit eher höherem Einkommen wird sich echt gut um die Straßen gekümmert, während in anderen, gerade vor allem als die ersten Regenfälle wieder angefangen haben, die Straßen überflutet sind. Vorletztes Jahr habe ich Kräuter bei Freunden im Garten gepflanzt. Die sind richtig gewachsen und daraus mache ich mir jetzt einen Tee. Und ich habe es so vermisst, auf Gas zu kochen. Ich liebe es. Das ist so ähnlich wie ein richtig gutes Messer zu haben oder ein gutes Schneidebrett oder eine richtig gute Pfanne. Das macht den Flow beim Kochen einfach viel besser, das Essen viel besser, es macht einfach Spaß. Meine Lieblingszutaten frisch zu haben, macht natürlich auch ganz viel davon aus und perfektes Timing. Ich bin genau in der Mangosaison angekommen. Mein Essen ist auf jeden Fall direkt Plantain Heavy. Hier habe ich ein Plantain Porridge gemacht und ein anderes Mal Plantain Fritters. Selbstgemachte Meatballs für Pasta und eine große Suppe auf Vorrat gekocht. Und Kokoswasser gibt es jeden Tag frisch, direkt von der Küste aus Mombasa zum Beispiel. Ihr wisst ja, ich liebe äthiopisches Essen.
Und ich hatte jetzt zum ersten Mal zum Frühstück Bulla in einem von meinen Lieblingsrestaurants. Und endlich wieder Kickel. Das ist mein Comfort Food Nummer 1 und das schmeckt hier richtig gut. Und ich bin immer noch keine Kaffeetrinkerin, aber bei Buna, äthiopischem Kaffee, mache ich manchmal nach dem Essen eine Ausnahme. Diese Smoky Aubergine mit Granatapfel, Cashew, Molasse, Tahini-Joghurt, wow. Falls du dich fragst, wo ist das, was ist das, wo gibt es das zu essen, guck mal in die Videobeschreibung. Da habe ich die Gerichte und Restaurants aufgeschrieben. Meine Lieblingsdesserts sind der Flourless Chocolate Cake mit Amarula Ice Cream, mit Vanillecreme gefüllte Donuts und dieser Biscoff Cheesecake ist nicht mehr normal, mein Gott. Oh, und diese Kardamom-Ingwer-Delights sind so lecker, gefüllt mit einer Kakaobohne, mit leckeren Gewürzen und Datteln. Die hatte ich zum ersten Mal in Lamu in einem Spa, wo die angeboten werden und bin seitdem verliebt. Und außer zum Essen bekommst du mich abends hier auch mal raus für Konzerte, für Live-Musik oder sogar DJ-Sets. Hier war ich in Town, um eine Kunstausstellung vorzubereiten und Räume zu besichtigen. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit diesmal langsamer vergeht, weil ich jeden Moment ganz bewusst mitnehme und genieße. In und um Nairobi gibt es so viel zu sehen. Ich glaube, an einem Ort zu wohnen lässt einen das manchmal vergessen, weil man so in seinen Alltagsrhythmus kommt und seine Routine entwickelt. Deshalb schätze ich das, nochmal mit frischen Augen hier zu sein und mir die Zeit zu nehmen, nochmal an ganz bestimmte Orte zu gehen. Das beste Obst und Gemüse gibt es bei den Mama Mbogas, den kleinen Shops auf den Straßen. Und neben den großen Supermarktketten gibt es auch manche Supermärkte, die ihre Lebensmittel direkt vom Bauern beziehen. Du kannst aber alles, und ich meine wirklich alles, in nur wenigen Minuten nach Hause bestellen. Wenn ich sage, dass ich die kleinen Sachen schätze, dann meine ich zum Beispiel, dass alle Produkte auch in den Supermärkten auf unsere Haare ausgerichtet sind und eine gute Auswahl da ist. Das hat mir damals zum ersten Mal gezeigt, ach, so fühlt sich das an, keine Randkategorie zu sein. Ehrlich gesagt motiviert mich das nur, mit dem weiterzumachen, was ich mache. Mein Lieblingsserum nehme ich mit. Und weil ich handgemachte Naturkosmetik liebe, lasse ich mir hier in dem Laden immer gerne extra viel Zeit, auch um alle Düfte auszuprobieren. Ich liebe das Aromatherapie-Balsam. Das ist übrigens alles made in Kenya, von nachhaltiger Produktion. Hier sind die Chocolate Delights, die ich eben gezeigt habe. Ich nehme noch ein paar Geschenke für Freunde mit. Und das ist mein liebster Spearmint Tea, den ich in meinem letzten Video gezeigt habe. Das meiste in meinem Kleiderschrank kommt von hier, von Toy Market. Secondhand shoppe ich eigentlich, seit ich denken kann, also es gehört seit meiner Kindheit dazu. Und es kostet Zeit, es kostet Mühe, man weiß nie, ob man das Richtige findet. Aber wenn ich dann einen besonderen Schatz finde, etwas Einzigartiges mit Charakter, dann freue ich mich umso mehr. Ich bin vor Jahren nur mit 2 Rucksäcken nach Nairobi gezogen und habe dann über die Jahre langsam Stück für Stück meinen Kleiderschrank hauptsächlich mit Sachen von Toy Market wieder aufgebaut. Für lange Spaziergänge weg vom Straßenverkehr ist Karura Forest eigentlich so die Hauptanlaufstelle. Dank Wangari Maathai wurde das Gebiet in den 90ern nicht an Bauunternehmen vergeben und ist heute ein riesengroßer Wald mitten in der Stadt. Hier sind wir in dem größeren Teil auf dem Weg zum Wasserfall. Für kleinere Spaziergänge
wo auch viele so ihre täglichen Runden machen, ist der kleinere Teil Sigiriya Forest perfekt. Und südlich vom Wayaki Way, dem Highway, der die Stadt so ein bisschen in Norden und Süden unterteilt, bin ich gerne im Arboretum. Das ist kleiner und ich mag, dass es eher so Park-Vibes hat. Es ist auch teilweise gepflastert und ich sehe hier oft Familien und kleine Gruppen, die sich treffen. Okay, das waren ein paar meiner Lieblingsspots und Empfehlungen. Es gibt noch so viel mehr, die ich euch gerne geben würde und das kratzt jetzt natürlich auch nur an der Oberfläche von dem, was Nairobi wirklich ausmacht, weil ich selber ja nicht hier geboren oder aufgewachsen bin. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit mir mitzukommen. Passt gut auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video.